Stell dir vor, du schaust einen Report an und die Zahlen sind falsch. Die erste Frage im Raum ist, wer ist dafür verantwortlich? Und die zweite, die eigentlich dann keiner stellt, wer sollte sich um das kümmern? Wer ist wirklich verantwortlich? Willkommen zu Smart Data Stories. Heute sprechen wir über das Thema Data Ownership. Und mal ganz provokant, ich glaube, viele Unternehmen haben das nicht verstanden. Weil wahrscheinlich Ownership mit Besitz verwechseln. Genau, also man geht her und teilt diese Verantwortung eigentlich nach Organigramm zu. Man nimmt die IT, ist für die Datenbank verantwortlich, die Finanz ist für die Finanzzahlen verantwortlich, das Marketing für die Kundendaten. Ja. Das klingt logisch, aber funktioniert nicht so. Warum nicht? Warum funktioniert das nicht? Weil die Daten nicht in Silos leben. Die bringen in Silos keinen Mehrwert für das Unternehmen. Sie fließen durch die Prozesse. Ein Kunden wird vom Marketing angelegt, dann wird einfach von Sales bearbeitet, von Finanz abgerechnet und von Kundenservice betreut. Okay, aber wer besitzt dann den Kunden? Wer kümmert sich drum? Jetzt datentechnisch. Niemand und alle gleichzeitig. Und es hat für diese Frage nach Besitz in der Irre. Okay, dann fangen wir anders an. Was heißt Data Ownership? Es ist keine, ich würde Ownership mit Verantwortung in Wirkung definieren. Okay, kannst du es konkret machen, vielleicht an einem Beispiel? Verantwortung mit Wirkung definiert heißt für mich nicht, wer besetzt die Tabelle oder das Excel, wo die Daten stehen. Beispiel, die Daten liegen technisch auf einer Datenbank, das vielleicht in der IT-Abteilung ist, dann werden gepflegt von einer Fachabteilung, vom Marketing und so weiter und dann aber werden einfach für die strategische Entscheidung bei der Finanz- und bei dem Management. Okay, das heißt eigentlich, es kümmert sich zwar die Finanz drum, aber die Entscheidung trifft ja der Vertrieb, wo man jetzt, oder sagen wir, nehmen wir als Beispiel Umsatzdaten. Der Umsatz wird abgebildet in der Finanz. Aber das heißt, die sind eigentlich nicht dafür verantwortlich, sondern das ist das Management und das Strategische. Ja, stimmt, weil ja die müssen eigentlich dann mit den Konsequenzen leben, wenn die Daten nicht passen. Also wenn der Umsatz abbricht, dann wird nicht die Finanz hergehen und neue Kunden gewinnen, sondern Genau, also wir haben das vorher gesagt, die Daten sollte man im Prozess denken. Ja? Und die Verwaltung und IT ist natürlich sehr wichtig. Ja? Ohne das kann man nicht mit Daten arbeiten. Aber natürlich, wer trägt die Konsequenzen, wenn einfach die Daten nicht passen, wenn einfach die falschen Entscheidungen getroffen werden oder wenn die Zahlen nicht passen. Ja, und das ist eigentlich das Management, der Vertrieb. Das ist das Management und Vertrieb und die Fachabteilungen, genau. Okay, das heißt, wie findet man jetzt außer, wer ist der Owner von den Daten? Die muss man ich würde jetzt mit Fragen Stellungen einfach umherum in der Organisation gehen. Wer, so zum Beispiel, ich würde einfach, wer trifft die Entscheidungen auf Basis dieser Daten? Okay, die erste Frage. Genau. Wer versteht die Daten fachlich? Also für diese Wirkung in Unternehmen. Und ich würde auch eine Frage stellen, wer muss das quasi ausbaden, wenn etwas nicht passt. Ja? Okay, das heißt, wer entscheidet, wer kennt sich aus damit und wen trifft es, wenn es nicht passt? Wenn nicht passt, ja. Was ist jetzt, wenn die Antworten auf diese Fragen immer wer anderer ist, also unterschiedlich ausfallen? Das würde ich sagen, das ist kein Ownership-Problem, das ist ein Prozessproblem. Wenn man nicht einfach der Prozess klar definiert ist, also diese Datenreise, also von
Erstellung der Daten bis zu Entscheidungsunterlagen, da liegt das Problem. Okay, voll spannend. Man muss eigentlich mit dem Prozess anfangen. Genau. Und dann erst festlegen, ja, wer an welcher Stelle im Prozess ist für diese Daten verantwortlich und hat da mit den Konsequenzen umzugehen. Genau, also das Ownership funktioniert nur, wenn Verantwortung und Entscheidungen zusammenfallen. Und das ist auch die Challenge, die Herausforderung bei diesem Thema mit den Daten, mit KI, dieses Change beim Mindset. Sehr spannend. Ja, ich hoffe, der Begriff Data Ownership sagt euch jetzt mehr. Wir freuen uns schon auf das nächste Video und mögen die Daten mit euch sein.